Andererseits gibt es aber auch Investoren immer mehr, die sich bei den Vereinen reinkaufen. Und das sieht man beispielsweise in Hamburg, in Hannover, in Hertha, dass man als Fan immer weniger das Gefühl hat, das ist mein Club, sondern das ist ein Profitgeschäft. Es hat auch immer weniger damit zu tun, was die Fans wollen und immer mehr damit zu tun, was dem Verein viel Geld einbringt. Ja, ich bin Max Merrill, Sportjournalist, halb Engländer, halb Deutscher und mein Herzensverein ist Manchester United. Seitdem ich kleines Kind bin ich Manchester United-Fan. Damals unter Sir Alex Ferguson. Man hat junge Talente aus der Gegend gefördert und aus aller Welt. Man hat aufregenden Fußball gespielt. Man hat auch wirklich gespürt, dass da eine Philosophie hintersteckte. Das ist was man dann auch als Fan spürt und auch mitgibt. Aber was man jetzt gerade in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr so von dem Verein selbst, also von der Führung spürt. Seit 2005 gehört Manchester United größtenteils den Glazers. Die Glazer-Familie sind eine amerikanische Familie, die viele Investitionsprojekte haben. Ja, es gab eigentlich schon immer eine Protestbewegung gegen die Glazers, aber wirklich so hochgekocht ist das dann 2021 im Frühjahr. Dann gab es dann den großen Protest beim Liverpool-Spiel, das größte Spiel der Saison für jeden Manchester United-Fan im Old Trafford. Da sind dann mehrere hunderte Fans auf den Platz gelangt, haben den Platz gestürmt und haben bewirkt, dass dieses Spiel abgesagt wurde, was für so eine millionenschwere Organisation wie die Premier League nichts Leichtes ist und einfach ein ganz großes Zeichen gesetzt hat, dass man enorm gefrustet ist, wie sich die Glazers verhalten, wie sie den Club auch führen. Da hat man gesehen, was für eine Macht die Fans auch haben. Und in England ist es so über die Jahrzehnte geworden, dass Investoren reinkommen, dass man als Fan immer weniger das Gefühl hat, das ist mein Club, sondern das ist ein Profitgeschäft. Es hat auch immer weniger damit zu tun, was die Fans wollen und immer mehr damit zu tun, was dem Verein viel Geld einbringt und nicht unbedingt, was dem Verein auch als Fußballverein ausmacht. Bei den Glazers geht es in erster Linie um Wertextraktion, das heißt, sie wollen Profit machen. Sie haben 2005 Manchester United gekauft mit einem sogenannten Leveraged Buyout. Das heißt simpel gesagt, dass sie nicht das Geld selber hatten, über 700 Millionen Pfund, sondern große Teile davon geliehen haben und dann dieses Geld und diese Schulden dann auf den Verein wieder zurück umgelegt haben, was für mich als finanziell Laien eigentlich illegal klingt, was irgendwie funktioniert hat. Und so wurde Manchester United von einem der reichsten Vereine der Welt zu dem höchst verschuldetsten Verein der Welt. Seit 2005, seitdem die Glazers sich da reingekauft haben, hat der Verein 1,1 Milliarden Euro ungefähr ausgegeben an Tilgungen, Zinsen und auch an Dividenden, die ausgezahlt werden. Seit 2016 ist der Verein an der New York Stock Exchange. Das heißt auch, dass die Glazers jährlich Millionen an Dividenden aus dem Club ziehen können. Und währenddessen ist das Stadion veraltet, ist verrostet. Andere Clubs, so wie Arsenal, Manchester City, Liverpool und Tottenham, haben in der Zeit entweder neue Stadien gebaut oder ihr eigenes Stadion enorm modernisiert. Und das Manchester United Stadion ist einfach nicht mehr modern. Es ist ein wunderschönes Stadion, das ich sehr liebe, aber es braucht unbedingt Investitionen, es verrostet und ist veraltet. Seit einigen Jahren ist der Firmensitz von Manchester United so gesehen auch gar nicht mehr in England, sondern auf den Cayman-Inseln. Als Fan blickt man da nicht mehr durch. Also es ist alles irgendwie verschachtelt für irgendwelche steuerlichen Gründe und ich finde es einfach schade, dass es jetzt wie so ein Offshore-Business fast schon wirkt und man weiß, dass es einfach nicht mehr wirklich in Manchester zu Hause ist und das ist auch sinnbildlich dafür, dass man eigentlich sieht, hier ist eine Familie, die in Amerika sitzt, die eigentlich auch nie zu den Spielen kommt und die da alles Mögliche aus dem Club rauszieht und den Club dann auch noch irgendwie auf die Cayman-Inseln schickt. Wir sehen am Beispiel von Manchester United, dass dieses Geld, was der Verein erwirtschaftet, nicht beim Club unbedingt landet, sondern bei den Investoren. Es gibt auch die Tatsache, dass während der Pandemie die Dividenden der Glazers hochgegangen sind, aber Angestellte des Vereins ihr Gehalt gekürzt bekommen haben. Und da sieht man, es gibt hunderte Menschen, die in so einem Fußballclub arbeiten, die davon auch abhängig sind, ganz normale Menschen, die ganz normale Jobs ausführen und eine ganze Region auch oft vom Fußballclub lebt, ob es jetzt Gastronomie ist oder sonstige andere Industrien. Also da hängen sehr viele Menschen an und auch noch Fans, die da sehr emotional dran hängen. Aber die Finanzialisierung beachtet diese Menschen eigentlich nicht. Also in Deutschland gibt es die 50+1-Regel, die besagt, dass jeder Verein zu mindestens 50% den Mitgliedern gehören muss. Und das ist ja international sehr rar. Und Deutschland hat den großen Vorteil, dass die Fans viel Mitspracherecht haben. Andererseits gibt es aber auch Investoren immer mehr, die sich bei den Vereinen reinkaufen und auch
versuchen, Druck auszuüben, auch wenn sie vielleicht nicht mehr als die Hälfte ihnen gehört, können sie trotzdem Druck ausüben, wenn sie Millionenbeträge in diesen Verein investieren. Und das sieht man beispielsweise in Hamburg, in Hannover, in Hertha. Da gibt es bereits Probleme und das kann natürlich immer mehr eskalieren, auch weil es manche Stimmen gibt, die sagen, wir müssen 50+1 abschaffen, um international konkurrenzfähig zu sein. Halte ich nicht für richtig und ich finde es schön, dass es in Deutschland diese 50+1-Regel gibt. Ich wünsche mir, dass man im Fußball Fan und nicht Kunde ist, dass der Fußball nicht nur Produkt und Wirtschaft ist, sondern auch Kultur und Emotion. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass in Deutschland die 50+1-Regel erhalten bleibt, dass man als Fan ein Mitspracherecht hat und dass man nicht nur Teil einer Finanzialisierung des Fußballs ist.